Hallo, du lieber Mensch. Ich glaube, ich drehe heute ein Video, wo ich vorne noch nicht weiß, was hinten rauskommt. Ich habe das Gefühl, es geht ums Erwachen. Und das ist ja im Grunde immer das Thema, zumindest ist das geistige Erwachen das Thema, was hinter allem schlummert oder wo ich glaube, dass viele Menschen dieses Ziel erreichen wollen. Was soll das also sein? Dieses geistige Erwachen, das Aufwachen. Es ist im Grunde nichts anderes als zu bemerken, zunächst, dass der Plauderheini, von dem ich immer spreche, also dein unablässiger Gedankenstrom, nicht hauptsächlich du bist. Warum sage ich hauptsächlich? Warum schränke ich das ein? Natürlich gehört alles zum Sein dazu, dass du selbst bist. Auch der Gedankenstrom. Doch ich will jetzt nicht zu schnell voranspringen, weil du vielleicht sonst den Faden verlierst oder nicht ganz mitkommst. Also, damit wir folgen können, dem Ganzen ist es hilfreich, die ganze Sache erstmal so ein bisschen künstlich auseinanderzuziehen. Also wenn es beginnt, dass du bemerkst, dass du denkst, ist schon ein riesiger Schritt getan. Und viele spirituelle Lehrer und viele Schriften weisen immer auf dieses Denken hin, dass wir vielleicht auch denken, es geht immer nur darum oder hauptsächlich zunächst darum, ist das denn so wichtig? Gibt es keinen anderen Weg zum Erwachen? Und wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, das ist der einfachste Weg dahin. Manchmal, sehr, sehr selten geschieht es, dass aus einer Drucksituation oder einer sonstigen Situation heraus die Identifikation mit dem Gedankenstrom, für den du dich hältst, liebes Sein, einfach so zerbricht, schlagartig. Das ist äußerst selten. Meist geht dem eine Phase voraus des inneren Drucks oder der psychischen Ungleichgewichte. Nur ganz selten ist es einfach so. Also, wenn du merkst, dass du nicht das bist, was da denkst, also die Stimme in dir, bei manchen Leuten taucht so eine Art innere Stimme auf, wenn du also sitzt oder irgendwo bist, kannst du dich selbst plaudern hören. Manche Menschen sehen ihre Gedanken fast wie Buchstaben einer Zeitung vor sich herschweben und manche Leute fühlen mehr und manche Leute sehen statt Worte Bilder, also stellen sich Szenen vor, irgendwelche Situationen, die waren, die vielleicht sind und die vielleicht kommen können noch. Und das sind alles im Grunde verkleidete Gedankenformen. Das spielt keine Rolle, ob dieser Inhalt des Gewahrseins Gedanken sind, Bilder sind oder auch Gefühle sind. Sobald du merkst, dass du das Innengeschehen wie aus einer kleinen Entfernung wahrnehmen kannst, geht das geistige Erwachen schon los. Dann hat es schon angefangen. Wenn wir, oder anders, nur wenn wir uns voll mit dem Inhalt identifizieren, also vollkommen glauben an das, was da erzählt und bebildert wird, dann sind wir in der Falle eines sehr unbewussten Daseins, weil das ist ein Spielelement, dass solche merkwürdigen Inhalte einfach hochgespült werden, erzeugt werden vom Sein, das du selbst bist. Der Ozean erzeugt Wellen. Das sind auch innere Wellen, die dazugehören. Damit meine ich die Gedanken und Bilder. Und wenn du dich, du großer lieber Ozean, nur für die kleine Welle mit den Inhalten hältst, wird es schwierig, weil das sind Spielelemente, die auch Reibungsflächen erzeugen und uns nicht immer uns wohlfühlen lassen. So fängt das an. Und dann weißt du auf einmal, oder anders gesagt, du bist irgendwo und dann merkst du plötzlich, was habe ich denn gerade da gedacht? Was ist das denn? Und irgendwann kann es sein, dass du dich wieder dabei erwischst, dass da was gedacht wird. Und dann kann es sein, dass du zum ersten Mal nicht mehr dran glaubst oder sagst, was ist denn das für ein Unsinn? Das passt ja gar nicht zu dem, was gerade läuft, oder das passt auch eigentlich gar nicht zu dem, wie ich mich wirklich fühle. Und dann hast du den Plauderonkel, das Ego am Schlawittchen gepackt und erwischt. Und wenn du also durch diese Erfahrung, die du selbst machst, die dir keiner zu sagen braucht, ich gebe nur Hinweise, natürlich Fingerzeige, die auf dich zeigen, die nach innen dorthin zeigen. Wenn du das also selbst erfahren hast, dass das geht, dann wirst du immer achtsamer werden, zukünftig, dass sowas läuft. Und wenn du merkst, dass das passiert, du das also immer stärker wahrnehmen kannst, wirst du immer unabhängiger vom sogenannten Außen. Du findest dein Selbstvertrauen zurück, das Vertrauen in dein wahres Selbst, was aus Achtsamkeit, Bewusstheitsenergie und auch viel Liebe besteht. Also du kannst also im Grunde mit einem ruhigen Auge immer mehr schauen, was da in dir
vor sich geht. Und so gesehen sind wir schon bei dem Erwachen aus dem Traum einer kleinen persönlichen Figur. Denn diese Persönlichkeit ist nichts mehr als eine gedankliche Geschichte. Ich bin dann und dann geboren. Das wurde mir angetan. Das habe ich erfahren. Das kann ich gut, das kann ich nicht. Das habe ich getan. Leider vielleicht oder glücklicherweise. Das habe ich unterlassen. Leider oder glücklicherweise. Also eine Geschichte, für die man sich hält. Und diese Geschichten gehen immer weiter und du kannst auf einmal dich daneben stellen wie an einem reißenden Fluss. Du schaust dir einfach vom stillen Ufer aus den Gedankenstrom an und lächelst weise. Und das ist dann schon das Erwachen aus dem Gedankenstrom, das Erwachen aus der persönlichen Ich-Geschichte. Und wenn du das weißt und dann weißt auch, wie du das einordnen kannst in dir als deine eigene Erfahrung, dann wirst du immer achtsamer und wacher und bewusster, weil du dem nicht mehr glaubst. Und das ist ja erstmal nur der Schritt, wo wir merken, was wir nicht sind. Wir sind also lange auf irgendwas reingefallen, auf irgendeine Story, die wir uns selbst vorgeplaudert haben. Natürlich haben wir Dinge aufgenommen aus dem Umfeld, Elternhaus, Schule und so weiter und so fort, aus dem sozialen Umfeld und haben das auch mit integriert, sodass die ganze Geschichte glaubwürdiger wurde, glaubwürdiger ist. Und deswegen fällt es uns auch sehr schwer, diesen Trick zu durchschauen, weil es in sich oft sehr stimmig ist. Eine Lüge kann in sich sehr stimmig sein. Und es ist nicht so einfach, das zu durchschauen. Doch irgendwann hast du die Power, die Kraft und den Mut, dich dahin zu setzen und wirklich zu schauen, was in dir da abgeht. Und dann entdeckst du diesen lustigen Trick, der manchmal überhaupt nicht lustig erscheint im Außen. Ich finde es aber sehr witzig, weil die Lügen, die da erzählt werden, die gedanklichen eigenen Lügen sehr im Kontrast zu dem stehen, was das Leben eigentlich in Wirklichkeit ist und was es in Wahrheit ausmacht. Und dann haben wir identifiziert, gefunden, was wir nicht sind. Was haben wir davon? Wir haben davon, dass es dann irgendwann leiser wird, stiller in uns, allein durch das Beobachten selbst. Und dann kommt plötzlich etwas hochgestiegen, was du in deiner Essenz mehr bist. Die Stille. Ich nenne es manchmal den inneren Frieden, das Bewusstsein, das Sein, die Essenz dringt mehr hoch, weil der Deckel, der Gedankendeckel poröser geworden ist und du, liebes Sein, hast selbst dazu wesentlich beigetragen, eigentlich als einziges, dass der Deckel poröser wird und die Löcher bekommt und das Licht, das du bist, aufscheint. Im Grunde ist es so, du hast eine Figur erschaffen und für die hältst du dich für eine Weile und dann kann es sein, dass in dieser Figur auf einmal erkannt wird, dass du nicht nur die Figur bist. Es ist, als wenn wir nach unten durch eine dicke Schicht der Gedanken plötzlich hindurchscheinen können, es stimmt auch, aber hindurchschauen können und dann sehen als Welle, hey, ich bin gar nicht nur die kleine Welle, ich bin der gesamte Ozean. Und da Zeit und Raum keine richtige Existenz, keine Wirkung haben, geht das blitzschnell und dann erkennt sich das Sein selbst. Das ist jetzt nur ein Modell, aber vielleicht hilft es ein bisschen. Und das ist das Erwachen aus der Illusion, eine getrennte Figur zu sein, die gegen den Rest der Welt ankämpfen muss. Du bist der Rest der Welt. Du bist alles. Und dann fallen auch dadurch Vorurteile weg, Urteile, Ablehnungen, Anhaftungen. Das verwischt sich alles oder wird ausbalanciert. Vielleicht besser gesagt, weil du erkennst, dass du das alles selbst bist und dann fallen auch oft Neidereien weg oder das Bestreben gegen irgendwen oder was vorzugehen, unbedingt, vielleicht aus Rache oder aus Genugtuung oder sonst was. Also es wird ausbalanciert, aber es wird nicht langweilig. Die Gefahr sieht auch das Ego immer, es wird ja ganz langweilig dann. Ich kann dir versichern, dass das Gegenteil der Fall ist, weil du bist nicht mehr mit deiner Achtsamkeit abgelenkt durch den Gedankenstrom. Wir halten diesen Zustand für normal, abgelenkt zu sein vom Gedankenstrom. Und das ist es eben nicht. Du siehst also dann mehr das Licht der Welt. Die Welt funkelt, die Blumen, die sehen bunter aus, du riechst besser. Also selbst vielleicht auch, hängt vom Parfüm ab. Also du kannst besser alle Sinne benutzen, auch das Riechen, das Hören. Und es wird alles viel bunter und freudiger. Es ist, als wenn du im Paradies angekommen bist.
was stimmt, weil es in Wahrheit nicht verlassen hast. Also es fängt an mit der Innenschau und mit dem in Stille sitzen und zu schauen, was geht da ab, und dann erkennst du irgendwann mit Glück, was du nicht bist oder nicht nur. Die Gedanken gehören natürlich auch zum Sein dazu, aber das sind so irgendwie eingestreute Störfeuer, die du selbst erfunden hast, um dich hier in diesem Spiel als alles Mögliche zu erfahren. Und dann, wenn das geschehen ist, kommt Raum, der Raum nimmt sich den Platz, den Raum selbst und steigt auf, und dann weißt du auf einmal, was du in Wahrheit bist. Und dann kann ich sagen, herzlich willkommen in diesem Leben, das du selbst bist.